Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Neuer Welpe im Ruhestand. Eine Entscheidung mit Bedacht. Boom. Letzte Woche wurde ich im Zeitraum von nur 3 Tagen von Ihnen zu meiner Meinung bezüglich Welpenerwerb im fortgeschrittenen Alter gefragt. Ich persönlich folge zu diesem Thema einem strikten Plan, welcher an meine Möglichkeiten, meine Vorlieben in der Hundehaltung und meinen körperlichen Zustand angepasst ist. Was Sie betrifft, kann ich hierzu nur Vorschläge und Beispiele präsentieren. Also es steht mir nicht zu, jemanden zu belehren. Ich bin weder ein Lehrer noch ein Experte. Ich bin bloß ein überdurchschnittlich erfahrener Hundemann. Nicht mehr und nicht weniger, das ist alles. Aber ich kann Ihnen meine Meinung zu diesem Thema präsentieren und weil ich das kann, möchte ich das heute in diesem Video gerne tun. Also, bis gleich. Nun, in 4 Monaten werde ich 55 Jahre alt. Alt ich bin, würde Yoda sagen. Ja. Mein Hund Vito ist aktuell 5 Jahre alt und er freut sich zum Glück bester Gesundheit. Er hat ein gesundes Herz, wie uns die Ärzte bestätigt haben, mit langen Läufen und kerzengeraden Rücken, sehr urtümliche Anatomie und mit etwa 38 Kilo Gewicht auf 65 cm Schulterhöhe, sehr skelettschonendes Gewicht, möchte ich sagen. Natürlich kann sich sein Gesundheitszustand von einem auf den anderen Tag ändern, das ist ganz klar. Aber die Chancen, dass er ein hohes Hundealter erreicht, die stehen sehr gut. Ja. Werde ich mir nach der Trauerphase, die garantiert eintritt, brauchen wir gar nicht drüber reden, nach der Trauerphase seines Ablebens noch einen Hund nehmen? Zu sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn Vito sich zu seinen Vorgängern begibt und die dann zu viert da oben auf mich aufpassen, das werden sie, wird meine Reise zusammen mit Hunden endgültig vorbei sein. Ja. Also, jeder hat seine individuelle Vorstellung von Hundehaltung. Sie, ich, klare Sache. Meine Hunde müssen etwas erleben können, etwas erleben dürfen, sich stundenlang täglich mit mir in der Natur bewegen dürfen. Völlig egal, ob es stürmt, regnet oder schneit. Meine Hunde sollen mit mir um die Wette laufen oder spielerisch kämpfen dürfen, wenn sie Lust drauf haben. Meine Hunde und ich sind zwar auch in niederen, aber zumeist im höheren Drehzahlbereich unterwegs. Ich mag das, ich liebe das. Und ich garantiere Ihnen, dass die Vorgänger Vitos das auch alle liebten, genauso wie er es aktuell tut. Ja, ganz sicher. Nun ist doch schön und toll. Wo ist das Problem, werden sich jetzt vielleicht einige von Ihnen denken. Ja. Schauen Sie, ich hege Vorliebe für sehr leistungsfähige Hunde. Vito ist diesbezüglich mit deutschen Schäferhunden zu vergleichen und trotzdem waren seine Vorgänger alle stärker als er. Und trotzdem verlangt er mir bei der Umsetzung meiner Vorstellung der Hundehaltung heute schon das Letzte ab. Das kann ich Ihnen sagen, ja, denn ein Powerpaket ist auch er. Ich möchte das nicht anders. Ich mag starke Hunde und ich möchte, dass meine Hunde bei mir auf ihre Kosten kommen und ein schönes, spannendes Leben führen. Das schaffe ich nach Vito nicht mehr. Nicht mit dieser Art Hunde. Ich schaffe das nicht mehr. Ich sage Ihnen was. Ich bin nicht der Typ für Kleinstrassen. Ich liebe sie alle.
die Kaltnasen da draußen, egal welcher Art sie angehören. Gar keine Frage. Und selbstverständlich wäre es für mich auch in höherem Alter umsetzbar, sehr kleine Hunde so zu halten wie meine anderen, da diese ja weit schneller und einfacher auf ihre Kosten kommen. Als ein Hund mit der Anatomie eines Wolfes zum Beispiel. Ja. Doch ich käme mit dem Gedanken nicht zurecht, jedes Mal beim Spaziergang neben dem Feld oder in den Wäldern darauf achten zu müssen, dass mein Hund nicht von einem großen Bussard weggetragen wird. Ja. Na. Wenn Vito hohes Hundealter erreicht, dann war es das für mich. Ich bin fast zu 100% davon überzeugt. Wie das bei Ihnen aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ich kann Ihnen aber 3 Beispiele geben, die zum Nachdenken anregen. Ich habe Ihnen schon öfter mal von einer etwas älteren Dame, die garantiert schon in der Pension ist, in der Rente ist, erzählt, die ich beim Spazierengehen mit Vito antreffe. Die führt an der Leine einen Australian Cattle Dog Rüden. Ich schätze die Dame auf ein Alter von etwa 70 Jahren. Der Rüde ist maximal 3 Jahre alt. Ein rassetypisches Powerpaket, ausgestattet mit enormer Energie, wie es nun mal bei 90% aller Australian Cattle Dogs vorkommt. Diese Frau ist absolut überfordert mit diesem Hund, sowohl körperlich wie auch geistig, und der Hund total unterfordert, körperlich und geistig. Ich bin davon überzeugt, dass diese Dame ihren Hund liebt. Ich bin auch davon überzeugt, dass der Hund seine Besitzerin liebt, doch dieses Team passt nicht zusammen, und ich bin sicher, dass sie schon häufig darüber nachgedacht hat, dass das ein Fehler war, dass sie sich diesen Hund genommen hat. Ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie den Hund nur ausführt oder ob er ihr gehört, aber dadurch ich sie schon sehr häufig mit diesem Hund gehen gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass das ihr Hund ist. Aber ein fürchterliches Gespann, was soll ich Ihnen sagen? Höheres Alter, extrem bewegungsfreudiger, dynamischer Hund. Das passt häufig nicht zusammen. Letztes Jahr traf ich beim Spaziergang mit Vito einen Herrn, der sich unweit von uns mit einem Kastenwagen einparkte und 2 Malinois rausholte. Eine schon in die Jahre gekommene, schöne Malinois-Hündin. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass er mir gesagt hat, sie war 11 Jahre alt damals. Etwas grau um die Schnauze, sehr freundlich, spielte auch mit Vito. Und einen Rüden, einen Malinois-Rüden im Alter von 5 Monaten, der ebenfalls Kontakt mit Vito aufnahm. Ein Wirbelwind, ebenfalls rassetypische Geschichte, 9 von 10 Malis sind Wirbelwinde. Ja, Sie wissen, was ich meine. Ich habe mich längere Zeit mit diesem Herrn unterhalten, der mir gesagt hat, er führt diese Rasse jetzt seit 30 Jahren. Doch er ist zur Erkenntnis gekommen, dass der Erwerb dieses jungen Malis ein großer Fehler war. Ja, warum? Weshalb? Er sagte zu mir, er glaube, es war ein Fehler, da er körperlich mit diesem Hund nicht mehr so gut zurechtkommt wie mit seinen Vorgängern. Und das garantiert sein letzter ist. Ich verstand ihn auch, der hier ging auf die 70 Jahre zu, und das ist schon eine Herausforderung. Ja. Mit 68 Jahren etwa sich einen Hund zu nehmen, der bei dem zu erwarten ist, dass er mal derartiges Temperamentsbündel darstellt, wie es viele Malis sind. Ja. Also der gab das zu, aber ein zur Rasse sehr erfahrener Mann. Ja. Das zweite Beispiel. Mein von mir sehr geschätzter Nachbar, der Erich, der auch immer Hunde hatte, deutsche Schäferhunde und so weiter. Dem habe ich seine Border Collie Hündin, die Luna, vermittelt. Da habe ich auch ein Video auf meinem Kanal präsentiert zu dieser Hündin. Das habe ich noch stehen lassen, obwohl sie schon vermittelt wurde. Ich habe da nur die Überschrift verändert. Also die hat schon eine neue Familie gefunden. Ebenfalls ganz rassetypisch, ein aufgewecktes, temperamentvolles, feuriges, bewegungsfreudiges Mädchen. Ganz rassetypisch Border Collie.
Bevor er sich Luna nahm, gab er mir darüber Bescheid. Er sagte mir, wir werden uns höchstwahrscheinlich einen Border Collie nehmen. Erich hat etwas mit dem Bewegungsapparat zu tun, bekommt nicht mehr ganz so gut Luft und leidet hier und da mal an epileptischen Anfällen. Ne? Ich habe ihm damals vom Erwerb dieser Hunderasse abgeraten und habe gesagt, bist du verrückt geworden? Du kommst mit diesem Hund niemals klar. Ist dir klar, was das für ein Hund ist? Welchen Bewegungsdrang und Aufgabenbedarf dieser Hund hat? Ja, aber meine Bedenken prallten an ihn ab. Ja. Nach 3 Monaten war er völlig fertig mit den Nerven. Ich sah beim Fenster runter, er litt da unten mit der Hündin an der Leine einen Anfall, fiel um, zitterte, schweißgebadet. Ich bin runtergelaufen, habe mir nur schnell Schuhe angezogen. Der Short, Sommer, ja, habe ihm aufgeholfen und lauschte seiner Geschichte. Er wird mit ihr nicht mehr fertig, er schafft das nervlich nicht mehr, körperlich nicht mehr und so weiter. Hat mir nichts gebracht, als ich ihm gesagt habe, ja, was habe ich dir gesagt? Ja, es war nun mal so. Und dann begannen wir dieses Projekt Vermittlung von Luna, was auch gefruchtet hat. Heute lebt sie bei einer jungen, sportlichen Familie und ja, genießt ihr Leben. Ebenfalls Erich knapp vor seinem 70. Lebensjahr, gesundheitlich doch recht angeschlagen und ein junger, sehr bewegungsfreudiger, temperamentvoller, feuriger Hund, der ihm das Letzte abverlangte. Ja. Liebe Zuseher, es ist natürlich alles immer eine individuelle Geschichte, das wissen wir. Ja. Auf welchen Hund habe ich es abgesehen? Auf einen English Bulldog oder auf einen Kettle Dog? Ja. Auf einen Chihuahua oder einen Irish Wolfhound habe ich Haus mit Garten, welcher den einen oder anderen Spaziergang ersetzen kann. Oder besitze ich nur eine Wohnung, eventuell im Stadtzentrum drin, wo ich die Energie aufbringen muss, um mit dem Hund ins Grüne fahren zu können. Wie sieht es mit meiner körperlichen und geistigen Fitness aus? Gehe ich fest davon aus, dass diese mein ganzes Hundeleben lang auch stabil bleibt? Und passt diese zu diesem Hund oder fehlt es Ihnen oder mir hier schon etwas an Schwarzpulver? Sie verstehen, was ich meine. Ja? Hunde und ganz speziell im Welpen- und Junghundealter erfordern viel Einsatz unsererseits, ja? Ganz klar. Und viele Rassen auch noch im Erwachsenenalter. Über das sollte man intensivst nachdenken, wenn man vorhat, sich im Pensions- oder Rentenalter noch einen Welpen zu holen. Das ist meine Meinung. Wissen Sie, es gibt viele Arschlöcher, die arme Hunde halten. Verzeihen Sie mir bitte diesen Ausdruck. Ja? Hier in der Ortschaft kenne ich 2 Hunde, welche von solchen Leuten gehalten werden. Mit dem einen in einer Wohnung gehalten, wird manchmal über 12 Stunden lang nicht rausgegangen. Nicht, weil der Besitzer nicht kann, sondern weil er nicht möchte. Der andere fristet täglich 24 Stunden völlig alleine im Garten. Dem wird Wasser und Futter hingestellt und das war's. Glauben Sie mir, ich weiß diese Dinge. Ja. So kann man es natürlich auch machen, wenn man ein Arschloch ist. Aber Sie sind so nicht, das weiß ich, denn sonst würde Sie dieses Video hier nicht interessieren. Ja, liebe Zuseher, ich habe Ihnen jetzt meine Meinung zu diesem Thema gesagt. Wie gesagt, ich möchte niemanden belehren. Jeder muss selbstverständlich selbst wissen, was er tut. Jeder halbwegs vernünftige Erwachsene sollte das schaffen, möchte ich mal sagen. Ja. Meine Meinung habe ich Ihnen dazu jetzt preisgegeben. So sehe ich das. Nun sind Sie am Zug. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.